Alpha, leave control zone via November, wind 060 degrees, 5 knots, runway 06, clear for takeoff. Delta, Mike Delta, Whiskey Bravo, leave control zone via November, following Piper P. Guten Morgen Internet und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht's mal nach Paderborn zum Hangar Quax. Also zu dem Hangar werde ich hinfahren mit Christoph, Daniel und Julius. Dauert ungefähr eine halbe Stunde. Dann sind wir da und ich bin mal gespannt, was es da zu sehen gibt. Also, bis los. Pilotenrabatt habt ihr ja nicht. Nee, nur für Vereinsmitglieder. Bitte? Nur für Vereinsmitglieder gibt es Rabatt. Okay. Das heißt, die Was wir da haben, 6? Der ist schon. Nee, alles erledigt. Alles erledigt. Wunderbar. Das Ziel des Quax-Vereins ist tatsächlich, alte historische Fluggeräte im flugfähigen Zustand zu erhalten. Und tatsächlich, die Maschinen, die hier stehen, sind auch alle letztes Jahr noch in der Luft gewesen. Ja. Das sind natürlich Schönwetterflugzeuge, das heißt, diese Maschinen, die Sie hier in aller Regel stehen, sind Flugzeuge nach Sichtflugregeln. Das heißt also, bei entsprechenden Wetterbedingungen sind die zu fliegen. Eine kleine Ausnahme ist hier die Bf 108. Die ist nämlich von der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung mal wieder hergestellt worden. Und da hat man dann, weil man bestimmte Sachen damit vorhatte, dann doch darauf Wert gelegt, dieses Flugzeug instrumentenflugfähig zu machen. Und zwar, der Gedanke bei diesem Flugzeug hier war, dass die Lufthansa ja auch die Ju-52 besessen hat. Und diese Ju-52 ist ähnlich wie... Habt ihr die noch hier stehen? Die ist hier in Paderborn noch. Wir hatten die lange Zeit hier in der Ausstellung stehen. Ja, letztes Jahr oder und, wann? Da hat sich aber eine Entwicklung ergeben, die wir bedauern, sodass die Maschine jetzt drüben in einem Hangar steht, der nicht zugänglich ist für normale Menschen. Aber wie gesagt, um da auf die Ju-52 zurückzukommen, die DLBS, Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung, hat mit dieser Ju-52 ja über 20 Jahre lang diese Rund- und Streckenflüge gemacht. Und die Piloten haben das ehrenamtlich gemacht, die diese Ju-52 geflogen sind, mussten aber, die kamen ja alle von Boeing und Airbus, mussten also alle eingewiesen werden auf Spornradfliegerei. Und da man die nicht sofort in die Ju-52 setzen wollte, hat man gesagt, okay, dann nehmen wir zwei kleinere Flugzeuge, einmal diese Bf 108 und wir haben drüben im Technikhangar noch stehen eine Do 27. Und damit hat man diese Einweisungsflüge gemacht. Und wenn die Piloten dann entsprechend eingewiesen waren, dann hat man die natürlich die Ju-52 gegeben und dann haben die ihre Flüge da gemacht. Dessau. Ja. Und die ist ja später also die ist ja Konrad in Flugdienst dazu gekommen, Aachener Flugdienst, glaube ich, und daraus ist die Lufthansa entstanden, aber die Lufthansa Für Groß und Klein alles da natürlich. Aber jetzt steht er erstmal gleich. Ja, Wege ist hier hoch im Kurs. YouTuber haben wir gemacht.
Wir haben im Verein auch 5, 6 Piloten, die mit der Ju-52 geflogen sind. Und ich glaube, das darf ich auch, wenn Sie es aufnehmen, darf ich ja, glaube ich, sagen, dass der Verein diese Ju-52 ursprünglich deshalb übernommen hat, weil zumindest der Vorstand ganz stark die Idee hatte, dieses Flugzeug tatsächlich auch wieder in die Luft zu bringen. Denn das war ja 2018 gegroundet worden, weil da ja die Schweizer Maschine abgestürzt war und man wusste ja erst nicht wieso, weshalb, warum. Bis sich dann nachher herausgefunden hat, dass es doch tatsächlich eher ein Pilotenfehler war, beziehungsweise die Piloten von der Maschine was abverlangt haben, was da doch nicht den Flugregeln entsprach. Und sie ist also dann gegroundet worden und auch nicht wieder in Betrieb genommen worden, zumindest nicht von der Lufthansa Bedienstiftung. Und unser Verein wollte die wirklich wieder in die Luft nehmen. Und dann hat sich aber schon abgezeichnet, weil wir auch natürlich ein paar Experten haben, die auch mit dem LBA häufiger zu tun hatten, dass die dann gesagt haben, oh, es wird schon schwierig. Ne? Die LBA ist ja das Luftfahrtbundesamt, die darauf achtet, dass alles nach Regeln und Ordnung geht. Und da war meine Hoffnung dann zum Beispiel, dass sie wenigstens so aufgebaut wird, dass sie aus eigener Kraft rollen kann. Denn damit hätte man, glaube ich, auch noch viele Besucher locken können. Ja, die Idee der Lufthansa aktuell ist aber, dass sie sagt, wir haben 2026 Firmenjubiläum, 100 Jahre Lufthansa. Die Maschine wird 2026 90 Jahre alt. Aber man will wohl nicht mehr viel Geld da reinstecken, höchstens noch mal einen kleinen Hangar bauen dafür und dann in Frankfurt ausstellen. Das heißt, wir werden die also loswerden. Und deshalb haben wir natürlich jetzt gesagt, dann stecken wir auch keine Mühen mehr rein. Darum steht es jetzt auch drüben, so dass sie nicht besichtigt werden kann. Schade, woher kennst du den? Das ist einfach eine Legende aus Daxford. Also man setzt sich mit Warbles auseinander und man kann James Brown. Das ist so wie Klaus Plaza, einer der größten B-109-Piloten. Das ist echt ein lustiger Typ. Ja, auf jeden Fall. Nee, Charlie. Charlie Brown, Charlie ne? Brown. Nicht James Brown. Charlie Brown. Charlie James Jetzt Brown. brauchen wir So. den Sänger. Ja, genau. Rein darf. So, ich fliege Flugsimulator. Ach so, okay. Ich fliege gar kein Flugzeug. Nee? Nein, ich bin tatsächlich nur Enthusiast und hatte nie Zeit und Geld, mir einen Flugschein zu leisten. Mhm. Ja, aber ich bin leidenschaftlicher Mitflieger und das Bodenpersonal. Okay. Der Mechanik. Ja, also Typhoon habt ihr schon mal kennengelernt? Ja, mein Neues Bruder Jahr. auch angesprochen. Ja. Gehört auch dem Wildbände. Ist das seine eigene? Ja. Aha. Ja. Seid ihr da schon mal mitgeflogen? Nee, ich noch nicht. Mensch. Aber ich wollte es mal machen. Ja, würde ich auch, wenn man da Kontakt hat. Der hat kann ja ich auch nur noch empfehlen. einen Storch hat er da stehen. Ja, selber Motor, selbes Ja, genau. ne, Prozedere. Ja, Schönes Ding. sehr edle Und Reiseflugmaschine. richtig flott. Ja, Die sieht doch einfach richtig gut aus. edles Ding, ne? Sehr modern. Allerdings daneben die Rheinflug RW3 aus München-Gladbach, auch eines Also ich finde, die sieht so schlimm aus. abgefuckt, ne? Aber man muss, ne, es ist, hört sich hart aber die an. Nachfolger davon waren schon Aber gute wenn man Dinge. weiß, wer das geflogen hat und wer die zuletzt noch pilotiert hat, ne, der 94-jährige Konstrukteur dieser Maschine, Hanno So, Fischer. Hanno Fischer, genau. Hanno Fischer, einer der wirklich 17 Außenlandungen mit dieser Maschine überlebt hat und die Maschine es selber auch überlebt hat. Das ist halt der zweite Prototyp. Er ist ein Ne, der hat so genialer viel entwickelt Konstrukteur. daran für die heutige Luftfahrt auch, ne, die in Alpha-Jet, Fanjet dann irgendwie mit eingebaut wurden und hat damals sehr viel schon erprobt und erflogen, der Mann. Ja, deswegen stehen die beiden auch ganz gut zusammen da. Ne? Der schöne Schwan und das hässliche Entlein da hinten, die stehen schon ganz gut beisammen. Ja, Bei dieser geben- Fan-Trainer waren die Wege angekommen. ja, der Fan wurde der denn mit Turboprop auch irgendwann Genau. geflogen? Der hat richtig Power. Ja, und es ist eine kleine Fanbase, die nur noch fliegt. Also es sind ja in Das Deutschland Militär wollte den ja eigentlich haben. ja. 108, man läuft immer dran vorbei, ist flugtauglich. Gerade flugunklar, müssen wir ein bisschen was dran machen. Das sind aber in Schweden konstruiert, dann irgendwann von Messerschmitt Bölkow übernommen und hier dann in Lizenz produziert. Und somit hat der Kleine einige Flugsportvereine damit bereichert, ein günstiges Fliegen zu ermöglichen. Cool, also das ist Ja. auch was. Das Interessante ist, den gibt es mit Anklappflächen und mit einer Anhängerkupplung. Konntest du den hinterm Auto herziehen und bei dir in die Garage stellen. Ja.
Die Monsun dann, ne? Ja. Nee, auch die. Die kleine auch? Ich meine ja. Ja, kann gut sein. Ich kenne nur die Monsun mit Klappflächen. Okay. Das ist aber auch ein Taildragger, meine ich. Obwohl, nee, der hat ein Einziehfahrwerk vorne. Genau, sowas. War letztens nämlich ein Quacksmitglied, hat nämlich eine Monsun. Das sind 209, keine Ahnung, ob es 209 ist. Ja. Naja, und die kleine Chippy, aber die Chipmunk, Royal Air Force Trainer der 50er Jahre. Ist auch. Ja. Ja, schon so dieses angekannte. Ja. Unterschied ist, die ist echt also das mehr Prozent als normal. Die haben halt die 6 Zylinder, und die anderen hatten die 40. Wir waren da nicht etwas denn sonst kämen die nicht auf 1926. Und wie gesagt, der Professor Junkers hat also damals schon die Idee gehabt, und die hatte ja diese Junkers F-13. Ich weiß nicht, ob das Da so saßen die Bild ist. Piloten vorne. Genau, der Pilot saß alleine vorne im Cockpit und nur hinten waren 6, 7 Leute. auch ein Quacksmitglied, die Maschine. Flug allerdings jetzt schon länger nicht mehr. Ja, Aber den kann der, wenn du den Zelle hat. ja. Werden auch tatsächlich oft angeboten, wenn man sagt, ja, ich kenne jemanden, der einen Storch hat. Ja, dann habe ich noch ein paar Teile. Ne, Sandy Air aus dem Süden, aus Österreich, der bietet einfach auch regelmäßig Sachen an und das ist toll, weil man weiß einfach, dass jemand noch Teile hat und dass Leute das hergeben, weil es gibt halt sehr viele Sammler, die einfach bei sich behalten und die man, wo man keinen Zugang mehr hat, obwohl man wir haben ein Vlogging-Team dabei. Guten Hunger. Danke. Ja, das sind die Auszubildenden der Quackstechnik. Schön. 2 davon. Der eine ist noch nicht da. Aber sonntags auch gerne mal hier zum Schnack unterwegs. Ja, Klemmen 107B. Auch ein recht modernes Flugzeug für sein Konstruktionsjahr und den Erstflug, den man sieht 1939. 39. Ja, aber Baujahr sieht man 1958. Ne? Und dann wird die Maschine, ist eine der ersten Quacksmaschinen aus dem Verein, die wird dann halt komplett restauriert und einige Stunden dann geflogen von den Quacks-Urbegründern aus Hamm. Ja, und wird jetzt zur 100-Stunden-Kontrolle einmal gefilzt. Ja, alles wird auseinandergenommen da. Flächen können ganz schnell abgerüstet werden. Da kann man mal überall reingucken ins Röckchen. Und ja. Dann fliegt sie bald wieder und segelt. Jo, ne? Nein, aber es ist mega einfach. Das ist einfach. Ja, da haben wir dann die Sonny 27. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil es ein sehr interessantes Spiel ist. Also, neben dem Sport, das könnte ich auch nicht sagen, aber wenn man ein Quacks-Fliegerverein ist, kann man die ja auf jeden Fall mit einigen Stunden auf der Karte kann man dann damit fliegen. Ne? Wir haben nämlich 2 davon. Wir haben diese von der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung übernommen. Die haben damals die Ju-52-Piloten nämlich auf dieser und der Typhoon eingewiesen, ne, auf Spornradfliegerei. Und dann haben die halt gesagt, ja, übernehmt die Typhoon und die Do-27, weil ihr halt ein fliegender Verein seid. Man sieht aber allerdings auch, dass der Spur, ne, dass sie schon richtig geile Patina hat. Und die hat schon ein paar Stunden gerockt und das ist auch so unser Schnupperflugmäuschen. Ne? Also da kann man den Menschen gut zeigen, wie sich alte Fliegerei anfühlt, wie es riecht, wie es klappert, ist was anderes wie Cirrus oder 65 Jahre alt. So ja, alt, genau. 2 Jahre Genau. jung, älter als ich. Nicht der Cirrus. Oder jünger. Ich hab nämlich eine. Die klappern ja nicht. Nee, die klappern. Die sind nur laut, höllisch. Laut sind die, aber schnell. Aber auch schön. Tolles Maschinchen. Aber so ein Uhrenladen ist dann da doch, der Reiz ist dann doch schon da, ne? Wahrscheinlich. Ja, ich brauche keine Uhren mehr. Ne? Nur noch Alles bei Touchscreen. mir ist alles, nee, nicht Touch.
Aber alles mit Bildschirm. Okay. Ja, und Öl. Hat gesagt, also es kommt dem sehr nah. Wenn man sich dann noch für 3000 so einen Force Feedback Joystick holt, kommt das dem sehr nah. Ja, hier haben wir noch die Grafik. Das ist eine Haltergemeinschaft aus der Ex-Version. Und die Semmeln habe ich hier ab und zu über Das muss ja bestimmt sehen, wenn das Ding fliegt, oder? Die ist höllisch laut. Ja. Eine kleine Öffnung, über 11.000. Ja. Ich glaube 16 Liter pro Minute ist ja dann nichts. Nee. Stand. Ja, also haben die mir gesagt. Das Ding hier. Ja. Und Faulheitwerk, das ist so der typische Schick, der sehr schöne Flugeigenschaften haben muss. Und weiß nicht, kennst du den Beechcraft? Bonanza? Ja. Die kennt man. Die gibt es halt die meisten. Die Dr. Killer, weil dieses Gestänge dann hinten irgendwie war sehr anfällig und hat dann dadurch auch ziemlich viele verloren. Ja. Ich sage eigentlich nicht, dass es anfällig war, sondern das Ding war höllenschnell und anspruchsvoll. Ja. Und nur Doktoren konnten sich diesen Flieger leisten. Ach so. Und deswegen sind so viele runtergefallen. Die konnten alle nicht vernünftig fliegen, deswegen hieß das Ding Dr. Killer. Ach so. Höllenmaschine, sage ich nur. Aber der Schweiß hat er auch schon ausgestanden, der Griff. Der hat schon viel Schweiß ausgehalten. Ja. Ich gehe mal eben von da. Wir dürfen in diesen Bereich überhaupt rein. Schon geil. Das mache ich bitte den Flop. Ja, da hinten sind dann die Werkstätten, Vorwerkstatt, Holzwerkstatt und das Holzkampf, aber Holz ist schon mehr momentan in Berlin. 800 Meter. Ganz anders hinfahren. Momentan. Oh Mann, Karl. Frag mal, ob du die Bildrechte kriegst. Alles gut. Wenn dieses Video jemand gesehen hat, der will nie wieder fliegen. Der neue Star. Ja, 6 Monate ist er fertig. Kein Fall. Das ist der schönste Haufen der Welt.
wie so ein Hubschrauber, nur Ja, wenn du viel Wind hast. Genau. Das geht. Raus. Der Wind, wenn er mit 50 dich einmal bläst, zurück. der Flieger fliegt 45, dann gehst du mit 5 Stundenkilometer rückwärts. Ja. Über Grund. Okay, verstanden. Ja. Also für dieser Storch, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, da irgendwann in ein fliegendes Exemplar reinzukommen, immer mitnehmen. Und dann mal in eine Dose 27 setzen und dann gucken, was das für einen Unterschied macht. Also das würde mich auch interessieren. Ja, ich war letztes Jahr hier. Ach ja, cool. Als ihr im Mai diesen Aufstand Ja, hattet. genau, den haben wir jetzt halt dieses Jahr auch wieder Anfang Mai. Ne? Ja, da komme ich auch. Super, freuen wir uns.